Spieltag 3 auswärts beim SC Freiburg. Wir warten immer noch auf den ersten Saisonsieg. Unentschieden in Hoffenheim, Niederlage gegen Wolfsburg, plötzlicher Wettbewerbswechsel. Ja, ich dachte die ganze Zeit Conference League, aber wir spielen in der Euroleague. Wir spielen tatsächlich in der Euroleague. Gegner habt ihr im letzten Part gesehen. Und heute mit Chavez, unserem neuen Innenverteidiger, hat alle Papiere unterschrieben. Reisestrapazen auch auf sich genommen. Von Hoffenheim oder Sinsheim nach Münster. Und wir gehen jetzt rein ins nächste Auswärtsspiel. Hoffentlich heute mit dem ersten Sieg. Das wäre nämlich sehr, sehr wichtig. Ja, gerade um uns halt auch auf die Europa League vorzubereiten. DFB-Pokal kommt dann auch irgendwann. Ich habe ja gesehen, irgendwann September, Oktober haben wir mal richtig heiße 14 Tage mit unter anderem Dortmund, Leipzig, Frankfurt, Dortmund. Ne, die Bayern irgendwie noch als Gegner. Dann die Tottenham Hotspur zwischenzeitlich in der Euroleague. Also ihr seht, es wird nicht leichter für unsere Jungs aus Münster. Aber wir machen das gemeinsam. Wir haben eine gute Truppe. Und ich möchte heute gerne mit einem Sieg hier aus Freiburg abhauen. Und dann zeige ich euch noch, wir haben nämlich auch neue Jugendspieler. Richtig gute aus der Elfenbeinküste und aus Kroatien. Die würde ich euch dann auch gerne noch zeigen nach dem Spiel. Und dann ist meine Jugendmannschaft auch schon wieder voll. Ich brauche 2, 3 Jugendmannschaften mehr. Jetzt brauche ich aber erstmal hier ein paar Siege mehr. Oder beziehungsweise mal einen Sieg in der Liga. Das wäre ganz schön. Gegen Wolfsburg haben wir gar keinen Stich gesehen. Da waren solche Angriffe hier Seltenheitswert. Beziehungsweise haben wir gar nicht gemacht. Und das soll heute gegen Freiburg natürlich ganz anders werden. Wir haben noch 2 Millionen auf dem Budget. Oder als Budget übrig. Da ist jetzt nichts mehr zu holen gewesen. Das heißt, ich habe auch am Deadline Day nichts mehr gemacht. Außer halt die Jugendspieler verpflichtet. Das geht aber immer. Da muss ja nicht das Transferfenster offen sein. Ja, wir sind ganz anders drin als gegen Wolfsburg. Auch wenn das jetzt ein Foul ist, aber wir sind schon mal ganz anders drin. Der Gegner ist halt auch ganz anders, ne? Ja, Eren Dingschi hat 2 Tore gemacht im letzten Spiel. Wäre auch ein guter Transfer gewesen. Auch ein guter Mann. Wie gesagt, Wolfsburg, die haben uns ja richtig zugepresst. Wir haben ja überhaupt gar kein Land gesehen. So was wir jetzt hier mit dem SC Freiburg machen. Die können auch nur hinten rumspielen, aber die fitten halt eine Lücke. Das ist der Unterschied. Longwa, komm, wir pressen einfach mal vorne zu. Genau, die können nur hinten rumspielen. Dann gibt es halt entweder einen Foul oder einen langen Ball. Oder halt auch nicht. Aber genau das müssen wir machen. Genau das müssen wir machen. Zack, und dann haben wir den Ball schon wieder. Ischi, Wagner. Wo ist denn Chavez? Ich habe den noch aufgestellt. Da ist er, Chavez. Ich wollte gerade sagen, der sieht ein bisschen aus wie Collins. Deswegen habe ich gedacht, hä? Aber ich habe dran gedacht. 73er Stärke, der beste Innenverteidiger. Deswegen muss er spielen. Ganz klar. Und wir haben Platz in der Mitte über Paul Wanner, über Ferry. Oh, da haben wir jetzt 3 Anspielmöglichkeiten. Wanner kriegt den Ball zurück. Und Jong war nochmal aus dem spitzen Winkel, aber es war abseits. Oder aus der Drehung. Schade, aber gut gespielt. Option haben wir. Die Freiburger hinten mit 3 Mann. Das könnte uns auch wieder entgegenkommen. Jong war abseits, ist okay. Ja, Dreierketten liegen mir vielleicht dann doch ein bisschen mehr als Fünferketten oder als Mannschaften, die 90 Minuten lang wie aufgedreht mir hinterherlaufen, als wenn es kein Morgen mehr gäbe. So, Atobolo, Chavez, ne, da müsste eigentlich jetzt ein 6er sein. Da kommt ein 6er an, Listesch. Über Ferry, Wanner auf der Außen gegen Ogbus. Wanner im 1 gegen 1, ist niemand frei, doch Nacho ist frei und auch Jongwa, der kann auch mal schießen. Aber natürlich werden die Schüsse auch wieder geblockt. Und ich bin echt auf die Europatour gespannt. Also ob wir uns auch gegen so große Gegner messen können, ob wir da mithalten können. Gegen die Tottenham Hotspur, gegen Alkmaar, gegen Lens, gegen Molde, gegen Galatasaray. Da sind Gegner dabei, da können wir auch ein paar Punkte holen. Aber ob das dann reicht für die nächste Runde, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ferry, schöner Ball, Jongwa. Wir sind die bessere Mannschaft. Das ist ein ganz anderes Auftreten als gegen Wolfsburg. Schlechter ging es auch nicht. Aber auch stärker ging es nicht. Ja, um mal beim VfL Wolfsburg zu bleiben. Wieder Ballgewinn. Also die Freiburger, die machen das Gott sei Dank nicht gut. Jetzt muss eigentlich gleich die Führung fällig sein. Nacho. Viele Aktionen. Viel am Ball. Und die Abschlüsse sehen auch gut aus. Nacho, Ferry. Ist ein guter Transfer. Bleibe ich bei. Habe ich gerne Geld für ausgegeben. Und da wäre Atobolo, glaube ich, auch nicht hingekommen. Aber da haben wir unseren neuen Innenverteidiger. Chavez muss sich gar nicht aufstützen, hat sich ein bisschen aufgestützt, aber
nicht so viel. Von daher Ball gewonnen, ist auch groß gewachsen. Ein Brasilianer, also Fußball spielen, glaube ich, kann er auch. Was die Freiburger jetzt gerade machen, verstehe ich jetzt gerade auch nicht. Aber soll uns recht sein. Wir spielen gut, wir bauen hier übers Mittelfeld auf. Wir haben viel, viel Platz. Und jetzt die Lücke. Wanner, Ferry und jetzt Listisch mit dem 1:0. Oder auch nicht. Aber fast. Und Listisch nochmal. Es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt eigentlich nicht viel, aber ihr wisst, wie so Spiele laufen. Dann kommt der Gegner einmal vors Tor und hast du nicht gesehen. Ich habe schon hier vieles mitgemacht. Ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht schon gesehen hätte hier im Spiel. Und der nächste Angriff. Wieder über rechts, wieder über Wanner. Oh, an allen vorbei, auch gegen Ogbus. Wanner, Listisch. Wo ist Jonga? Ja, Ferry wäre da gewesen. Wanner ist aber oben frei. Dreht sich um die eigene Achse. Schön gemacht. Der spielt die da schwindelig. Und jetzt Ferry. Jetzt aber rein damit. Das gibt's nicht. Ist zum Verzweifeln. Und wir sind erst an Spieltag 3. Aber ihr seht, was in uns steckt. Ja, was wir für eine Qualität haben. Wir müssen es dann aber auch auf den Platz bringen. Sagt sich immer so leicht. Wir müssen auch halt dann die Tore schießen. Hier wieder Ballgewinn. Ist zwar alles schön und gut, aber wenn es 0:0 steht, dann hast du auch nur einen Punkt. War nach oben, läuft sich wieder frei. Es war zu riskant. Der Ball war aber auch nicht ganz ungefährlich. Aber natürlich, Atubulu macht das. Aber zum Gegner. Nächste Chance, Wanner. Ferry ist wieder frei. Aber jetzt muss er rein. Und jetzt ist er drin. Und das ist mehr als verdient. Meine Fresse, es geht doch. Läufst du 45 Minuten an umsonst, spielst du hier Chance um Chance raus. Bleibt ruhig, Jungs. Das ist gerade noch die erste Halbzeit. Das ist nicht die zweite Halbzeit. Und dann haben wir endlich den Platz, den nötigen Platz, den auch Nacho braucht. Und der schweißt den einfach rein. In Spitzenmanier eines echten Neuners. Legt ihn sich einmal vor und dann mit rechts ins lange Eck. Nichts zu halten für Atubulu. Und das dritte Tor im dritten Spiel. Für Nacho Ferry. Mit dem Halbzeitpfiff. Also viel besser geht's gar nicht. Das ist eine sehr, sehr dominante... Ein sehr, sehr dominantes Auftreten. Eine sehr dominante Angelegenheit. Jetzt habe ich das Wort, was mir gerade wieder fallen ist. Wir gucken auch nochmal kurz auf die Statistik. 8:0 Schüsse. Und Qualität ist ja noch auf der Bank. Die ganzen Spieler, die ich noch gekauft habe, habe ich jetzt natürlich nicht. Was macht Randall hier eigentlich die ganze Zeit? Ich habe den seit Beginn der letzten Saison, wahrscheinlich wurde der hinzugefügt, weil ich zu wenig Spieler hatte. Im Kader ist ja manchmal, dann werden hier einfach random Spieler hinzugefügt. Obwohl ich das gar nicht will. Den muss ich mal rausschmeißen. Muss ich mal auf die Transferliste setzen oder irgendwie den Vertrag auflösen. Das Geld habe ich auch zur Not noch da. Jetzt aber erstmal die zweite Halbzeit hier. Fokus aufs Spiel. Fokus auf den SC Freiburg. Die kommen jetzt wahrscheinlich mit ihrer ersten Chance. Achtung, der Schuss, aber geblockt. Chavez kommt nicht ran. Ishii ist aber da. Ah gut, wäre eh abseits gewesen. Aber die beiden zusammen, glaube ich, das könnte ein gutes Innenverteidiger-Duo werden. Und wir haben ja auch noch ein bisschen Qualität auf der Bank, ne? Von daher ist da auch immer sehr, sehr gut. Ishii von hinten raus. Wanner, Ferry, Jongwa. War alles gerade ein bisschen zu kompliziert, zu schnell. Aber die nächste Chance kriegen wir, ne? Sobald die Freiburger im Gegenpressing sind, müssen wir das eigentlich ausnutzen. Da müssen wir schnell umschalten, weil dann sind die Lücken nämlich da. Über Paul Wanner wieder und Nacho Ferry, der setzt nach. Ist halt groß gewachsen, sehr bullig. War Fridjonsson auch, aber der hat das nie so hinbekommen. Merlin Röhl, Dingshi, Achtung. Ui, Freiburg jetzt mit viel Platz. Ausnahmsweise, Achtung. Wo ist der Ball? Wo ist die Lücke? Freiburg sucht, Freiburg spielt Handball. Findet aber nicht die Lücke. Noch nicht. Hoffentlich finden sie die nie. Die nächsten Spiele gerne, aber heute nicht. Es ist echt wie beim Handball jetzt gerade. Schön verteidigen. Laufwege zustellen. Passwege ebenfalls. Und dann ist trotzdem die Lücke da für Dingshi. Und der Ausgleich mit dem ersten Schuss aufs Tor. Da stehen wir eigentlich gut, dann haben wir einmal ein bisschen zu viel Platz zwischen den Abwehrspielern, zwischen den beiden Innenverteidigern und Eren Dingshi macht. Ja, da weiter, wo er letztes Spiel aufgehört hat. Er hat nämlich 2 Tore geschossen. Was war mit den Trikots gerade? Ein bisschen rumgebackt. Ja, ganz typisch. Ganz typisches Spiel wieder. Du machst das Spiel, bist eigentlich die bessere Mannschaft und dann kriegst du wieder so einen von Dötz. Aber es ist noch eine halbe Stunde Zeit.
Es ist ja nicht so, dass wir nicht noch ein zweites und ein drittes Tor machen können. Listisch, zu kompliziert. Glück gehabt, Wagner kommt ran. Aber auch noch nicht so viel von ihm gesehen. Jongwa spielt rein. Wanner ist da! Herrlich! Überragend gespielt. Jongwa verlängert und Wanner macht halt das, was er immer macht. Und auch letzte Saison aufgemacht hat. Wanner schiebt den einfach rein, sehr überlegt. Und das ist doch die perfekte Antwort auf den Ausgleich. Hier Wagner, der war eigentlich schon verloren. Jongwa, dann Wanner und dann schiebt er den ganz präzise ins lange Eck. Da braucht es nicht mal viel Kraft, sondern einfach die Technik, den so zu schießen, dass der Keeper nicht rankommt. Und dann steht es 2-1. 5 Minuten nach dem Ausgleich, 4 Minuten, um es genau zu nehmen, die erneute Führung. Und jetzt weiter. Hopp, gleich ein drittes hinterher, dass die Freiburger hier gar nicht wieder ins Spiel zurückkommen. Ich mache mal auf Standard. Vielleicht war das auch ein bisschen zu offensiv, was wir gemacht haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht rücken die Abwehr rein und das Mittelfeld dann ein bisschen mehr zusammen, um die Lücken hier zu schließen. So, dann müssen wir schon mal wieder abdrehen. Sehr schön gemacht. Den Passweg auch wieder zugestellt. Genau, jetzt geht es wieder über den Keeper. Nein, Nacho ist da. Ist er schneller als Hilgers. Nacho gegen Hilgers. Da kommt er nicht ganz rum. Ball geholt, sehr gut, aber dann war es, glaube ich, ein Fehler, sich den Ball 10 Meter weit vorzulegen. In der Hoffnung, dass er schneller ist als Hilgers. Aber das Pressing klappt und auch hier wieder. Ja, wir gehen rein in den Zweikampf, auch wenn das einen Vorteil gibt. Ndoye wird von 3 Mann umringt. Und dann geht's wieder hinten rum. Über den Keeper. Nein, geht's nicht. Über Osterhagen, Ndoye. Die hauen sich jetzt aber auch die Bälle da hin und her. So, Muslia, Achtung, hat auch eine gute Schusstechnik. Röhl und Dingshi kommt nicht ran, weil Wagner gut aufpasst. Und die Chance umzuschalten. Nee. Jetzt wird es wieder eine heikle Situation. Ja, hier sind noch ein paar Feuerwerkskörper unterwegs. Da wird schon gezündelt im Gäste-Fanblock. So, Randall kommt nicht rein. Dafür bringen wir mal Hikimoglu. Friedrichsson habe ich auch nicht mitgenommen, ne? Nee, muss ich gleich nochmal machen. Nach dem Spiel Rogger für Castañeda. Den habe ich eigentlich auch in der ersten Saison geholt, ne? Das war auch so ein Hoffnungsträger, aber hat sich halt leider nicht so entwickelt, wie man sich das gehofft hätte. Aber okay. Wir brauchen jeden Mann. Wie gesagt, wir haben 3 Wettbewerbe, wo ich möglichst lange dabei bleiben möchte. Achtung, Sinamoy. Hängt mit dem Kopf halb im Pfosten drin. Deswegen, wir brauchen jeden Spieler. Auch die, die bislang noch nicht gespielt haben, die werden auch noch im Laufe der Saison wichtig werden. Wanner gegen Ogbus. Der sieht halt echt nicht so gut aus. Der wird heute Nacht schlecht schlafen und träumen von Wanner. So, 10 Minuten noch mit Nachspielzeit. Machen wir noch ein drittes Ding, machen wir das Ding hier zu, dann ist unser erster Saisonsieg oder schießt der Gegner wieder überraschenderweise hier den Ausgleich. Wie das gegen Hoffenheim auch schon der Fall war. Außen nix. Aber gut, da können sie hinten rumspielen. Hinten rumlaufen, Maximilian Philipp, da pfeifen schon die Zuschauer natürlich. Wenn man hinten rumspielt bei so einem Ergebnis. Das geht eigentlich nicht, aber geblockt. Wir sind da, Remberg. Ah, ganz riskant. Aber wir machen das ganz entspannt. Chavez, Ichi. Oh, Ichi natürlich. So ein Fehler darf man natürlich nicht machen. Ichi. Das war dann ein bisschen zu einfach, zu leicht, auf die leichte Schulter genommen. Wagner wird auch wieder blind angelaufen und der Gegner holt sich fast den Ball. Aber halt nur fast. Und die Chance läuft. Und die Chance ist da über Hekimoglu, aber wir kriegen nicht so einen richtigen Drall nach vorne, nicht so einen richtigen Schwung. Die letzten Minuten ist alles sehr, sehr verflacht. Jetzt geht es wirklich darum, das Ergebnis hier zu halten, das 2-1 mit nach Hause zu nehmen, die ersten 3 Punkte hier einzufahren der Saison. Und dann ist auch egal, wie du spielst. Die zweite Halbzeit war nicht unbedingt besser. Wir haben gut reagiert einmal auf den Ausgleich und jetzt machen wir vielleicht das 3-1 über Jongwa und den ersten Saisonsieg. Ganz knapp. Das Netz hat gewackelt, aber leider nur von außen. Ich habe gedacht, der wäre irgendwie am Keeper vorbei, aber nee, das wird auch, glaube ich, so reichen. Wir haben jetzt schon eine Minute gespielt. Es war auch, glaube ich, nur 1 Minute angezeigt. Komm, ein Zweikampf noch gewinnen und dann ist es geschafft. Der erste Sieg in der Saison in Freiburg mit 2-1. Ganz wichtig fürs Gemüt, fürs Selbstbewusstsein, fürs Selbstvertrauen. Nacho Ferri wieder getroffen und Paul Wanner und somit steht unter dem Strich ein verdientes, am Ende ein bisschen knappes 2-1, aber die 3 Punkte nehme ich sehr, sehr gerne mit. So kann man doch ins Heimspiel gegen Gladbach gehen und dann da hoffentlich auch den ersten Heimsieg holen, also zumindest nicht verlieren, weil das Spiel gegen Wolfsburg zu Hause, ich hoffe, dass ich so ein Spiel nicht allzu schnell wieder spielen muss, weil da ging, wie gesagt, überhaupt nichts. So, Italien
Haben auch hier die Scouting-Berichte. Gut, den kann ich entfernen, den werden wir uns nicht holen können. Cesar Acuna war ja auf der Liste, auch schon letzte Saison. Da habe ich mir dann aber Poso, glaube ich, geholt. Wäre auch eine Option, der kostet jetzt aber 7 Millionen. Den können wir auch von der Liste streichen. Erik können wir auch streichen. Saberto Botello fürs ZDM wäre nochmal jemand. 70er Stärke, aber den kann ich mir jetzt leider nicht mehr holen. Da habe ich leider den Absprung verpasst. Beziehungsweise wäre der noch zu holen, rein theoretisch. Könnten wir jetzt eine Anfrage starten, aber dann wahrscheinlich erst zum Winter, ne? Das wäre nochmal einer fürs ZDM, da könnte man nochmal überlegen. Ich glaube, das mache ich. Komm, wir haben noch ein bisschen Geld übrig, warum nicht? 2 Millionen, ich hoffe, dass das irgendwie hinkommt. Ich würde jetzt erstmal mit 980.000, das was mir da gerade gezeigt wurde, würde ich jetzt erstmal anfangen. 980.000, ganz entspannt, easy peasy, 1,25 Millionen wollen sie haben. Da wird es aber eng mit dem Gehalt. Gegenangebot gehe ich auf 990.000. So, 990.000, die 10% gerne. Die können wir gerne behalten. 1 Million, wir kommen schon mal näher. Wir kommen quasi knapp unter 1 Million. Jetzt mache ich nochmal ein Angebot. Die Spannung ist gerade so in der Mitte. Also wir sind so 990.000 vielleicht. Oder wir machen, warte mal, 990.500. Gehen wir nochmal 500 Euro höher. Naja, seht ihr, hat doch gut geklappt. 990.000 haben wir doch gut hingekriegt. Jetzt muss nur noch das Gehalt stimmen. Das hat er vorher ungefähr. 13.000, das wird natürlich jetzt eine Hausnummer mit dem Gehalt. Das könnte jetzt ein Problem werden. Das könnte jetzt zum Problem werden, dass wir, ja, ich vermute schon, dass das nicht funktionieren wird. Also klar, wichtige Rolle, müsste eigentlich auch Stammspieler sein, vor Castañeda, ne, wenn ich nach den Stärken gehe. Aber Castañeda ist halt auch ein geiler Spieler. Den würde ich eigentlich auch gerne spielen lassen. So, 3 Jahre ist okay. Keine Freigabesumme, ja, ist okay. So, jetzt Gehalt. Ist die Frage, wie viel Geld kriegen wir raus? 15.000 vielleicht ohne Einstiegsbonus? Oh, da bleibt nicht mehr übrig. Ich kann nur 11.442, das verstehe ich nicht. Guck mal, hier haben wir noch 297.000 Budget. Wenn ich jetzt hier 10.000 eingebe, haben wir auf einmal viel weniger. Achso, ist das immer pro Woche gerechnet wahrscheinlich. So, ich mache noch mal ein bisschen mehr. Es geht nur 11.442. Ihr müsst ein paar Abstriche machen. Boah, das geht nicht. Nee, da sind wir im Minus. Vor allem der Einstiegsbonus. Also, der muss weg. Und das muss ja auch auf 0. Also, tut mir leid. Es geht halt maximal 11.442. Wird wahrscheinlich nichts bringen. 13.000, ja, mit dem Gehalt. Also, sie würden bei 13.000 bleiben, aber der Einstiegsbonus muss halt weg, ne? Der Bonus muss weg. Und hier würde ich halt jetzt nochmal ein letztes Mal und dann sind die Verhandlungen, glaube ich, gescheitert. Nee, die lassen nicht locker. Die lassen nicht locker. Aber Jungs, ich kann nicht mehr bieten als 11.442. Warum auch immer. Ihr müsst das jetzt machen. Macht es doch. Zum Wohle eures Spielers. Zum Wohle von Saberto Botello. Ganz spontan. Mein Klient muss über dieses Angebot nachdenken. Okay, also es ist mal keine Absage. Aber eine Zusage hört sich auch anders an. Ich glaube, das wird scheitern aufgrund ins Stocken geraten. Wo denn hier? Erhaltene Angebote, eigene Angebote? Wo sind wir denn hier? Verzögert. Gut, wir müssen erst nochmal abwarten. Vielleicht werden wir es ja hier noch mitbekommen. 5 Tage noch bis zum Spiel gegen Gladbach. Weiter. Ich hoffe, er nimmt an, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das wird leider scheitern aufgrund des Gehalts. Hamburg-Bremen, ey, schön. Dass das wieder Bundesliga zu sehen ist. So, Analyse kurz des Gegners. Gladbach. Die letzten 4 Spiele, 2 Siege, 1 Niederlage. Tim Kleindienst vorne, Bischof, Gomu. Gute Truppe auch. Wird auch eine schwere Aufgabe, aber ich hoffe, wir machen das zu Hause irgendwie. Neue E-Mail. Jetzt kriegen wir die Nachricht. Inakzeptabel. Stammspieler 110.000. Das werde ich nicht bieten können. Verhandeln. Ich muss nochmal an den Verhandlungstisch kurz. Jungs, wir müssen das jetzt hier klar machen, bevor ich hier den Part beende. Jungs, das wird nicht gehen. Bitte, macht es doch zum Wohle eures Spielers. Er will doch auch weg aus Brasilien. Er will doch zu uns. Er will zu uns nach Deutschland. Komm. Schade. Na gut. Dann hat es halt leider nicht funktioniert. Dann werden wir leider niemanden mehr verpflichten können. Aber den hätte ich früher sehen müssen. Schade. Jetzt gucken wir hier nochmal ganz kurz vorbei. Scouting-Berichte aus Deutschland. Detailinfo. Gut, die behalte ich halt weiterhin auf der Liste. Es wird sich jetzt so durchziehen bis zur nächsten Saison. Also, wir gucken kurz hier drauf. Die Bayern sind 16. Oha. Was ist denn bei den Bayern los? 3 Spiele verloren. Gegen wen haben wir denn gespielt? Die haben in Wolfsburg verloren. Okay, da kannst du auch mal verlieren. Gegen Köln zum Auftakt.
Und dann haben sie zu Hause gegen Hoffenheim verloren. Oh, also die Bayern, die sind gerade nicht so gut drauf. 3 Niederlagen, sind kurz vor der 2. Liga. Das wäre ja krass. Wer steht denn oben? Dortmund, Leipzig, Wolfsburg, Frankfurt. Aber Bayern 16. Das ist schon eine Hausnummer. Also, nächstes Spiel gegen Gladbach zu Hause. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob da der erste Heimsieg klappt. Hoffentlich wieder mit euch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.